Ja, wir sind ja ein Forschungsmuseum im Deutschen Museum und wir betreiben Objektforschung. Und das ist natürlich der Optimalfall hier, dass wir zerstörungsfrei in dieses Flugzeug reingucken können und ein komplettes Modell bekommen, wie das innerlich aussieht. Wir wissen überhaupt nichts über das Flugzeug von vor 1964. Das heißt, wenn wir die Werknummer finden, dann könnten wir die Geschichte rekonstruieren. Die Leute kommen hierher, weil es wahrscheinlich derzeit weltweit nirgendwo eine Möglichkeit gibt, solche Objekte in der Auflösung, in der Genauigkeit, in der Präzision digital mit Röntgencomputertomographie zu erfassen, zu scannen und entsprechend auch auszuwerten. Das Besondere an diesem Flugzeug ist historisch wirklich, dass es der einzige jemals in Serie gebaute Raketenjäger ist, also ein Flugzeug mit Raketentriebwerk, wie eine Weltraumrakete. Der Pilot saß wirklich fast schon in der Badewanne zwischen zwei Tanks mit hochexplosivem Treibstoff. Was jetzt hier im Folgenden passieren wird, ist, dass wir mit einem Linearbeschleuniger, der mit hoher Energie in der Lage ist, das Objekt hinter uns zu durchstrahlen, eine Reihe von Daten aufsammeln werden mit dem Röntgendetektor, den man sieht. Und diese Datensätze werden dann im Nachgang, wir werden typischerweise 2 bis 3 Tage Scanzeit brauchen, dann in einem Computer mit Rekonstruktionsmethoden, mit Mathematik, mit aufwendigen Verfahren zu einem dreidimensionalen Volumenbild zusammengesetzt, was uns dann ermöglicht, das Objekt digital greifbar, fassbar bis ins letzte Detail genau zu analysieren, ohne es zerstören zu müssen. Der komplette Scan ist für die Besucher deshalb so attraktiv, weil wir da wirklich zeigen können, was hat das Flugzeug für verschiedene Komponenten im Innern, wie ist es aufgebaut, wo ist Holz, wo ist Metall, wo sind die Tanks, wo ist das Triebwerk. Den Besuchern dann wirklich Virtual Reality Brillen aufsetzen und die dann in diesem Raum dieses Flugzeug komplett dreidimensional durchgehen können, erforschen können. Die Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IAS ist so entstanden, dass wir früher schon mal ein Auto gescannt haben, also vor ein paar Jahren, ein Auto aus den 30er Jahren, das auch im Deutschen Museum gehört. So kamen wir zusammen, weil da schon ganz tolle Resultate rauskamen. Wir haben uns überlegt, gibt es da nicht auch was aus der Luftfahrtabteilung, das wir scannen könnten? Und da hat sich dieses Flugzeug eben perfekt angeboten, weil das von seinen Dimensionen her relativ klein und kompakt ist und wir eben noch so wenig über das Flugzeug wissen und weil eben vorher noch nie ein Flugzeug so gescannt wurde.